Netflix. Hat's mal wieder geschafft. Mit 2 Verfilmungen zu brutalen und traurigen, echten Geschichten, einmal zum Serienmörder Jeffrey Dahmer und einmal zur Ikone Marilyn Monroe, hat Netflix die Social-Media-Welt so ein bisschen saui gemacht. Ist saui ein neues Jugendwort, das ich einfach noch nicht kenne? Nein, das sag ich einfach nur gerne. Das ist gut. Das musst du ja wissen. Aktuell gibt es viele wütende Kritiken und Reaktionen darauf, problematische TikTok-Trends, wie soll es auch anders sein, Petitionen, aber eben auch Platzierungen ganz weit oben in den Netflix-Charts. In diesem Video schauen wir uns diese viel diskutierten Verfilmungen mal genauer an und checken, was wurde vielleicht so ein bisschen kritisch dargestellt, ist sich Netflix seiner Verantwortung gegenüber den Angehörigen von Opfern von Serientätern zum Beispiel bewusst und geht es hier wirklich darum, Menschen eine Stimme zu geben oder eher Profit aus tragischen Geschichten zu schlagen. Alle einsteigen in den True Crime Hypezug, würde ich sagen, und für alle Nicht-True-Crime-Mausis unter euch eine ausdrückliche Triggerwarnung für ungefähr alles. Unten in den Kapiteln ist markiert, wann es genau um was geht. Und dann würde ich sagen, wir haben viel zu besprechen. Let's go! Lasst uns zuallererst den Hype um die Serie Jeffrey Dahmer anschauen, in der seine Geschichte biografisch erzählt wird. Jeffrey Dahmer war ein verurteilter amerikanischer Serienmörder und Sexualstraftäter. Zwischen 1978 und 1991 ermordete und zerstückelte er 17 männliche, hauptsächlich schwarze Menschen. Er selbst hat behauptet, dass die Taten alle nicht rassistisch motiviert seien. It was not racially motivated, it was not sexual preference, it was just to find an obsession with the best-looking young man I could find. Und außerdem soll er Teile seiner Opfer gegessen haben. Trotz seiner diagnostizierten Borderline-Störung erklärten ihn Gerichtsgutachter für zurechnungsfähig und 1992 wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. 2 Jahre später wurde er von einem Insassen zu Tode verprügelt. Sorry für den Spoiler für alle, die die Serie noch nicht gesehen haben und noch nichts von ihm gehört haben. Laut den Regisseuren soll die Serie die Sichtweise von seinen Opfern zeigen, wobei hier auch die Angehörigen direkt kritisieren, dass keiner darum gebeten habe, aber dazu komme ich gleich nochmal. In der Serie gibt es nichts, was irgendwie neu aufgedeckt wurde oder was bisher noch nicht zu den Morden bekannt war oder so. Der Fokus der Serie liegt auf den größeren Problemen in der Gesellschaft. Systematischer Rassismus in den USA, weiße Privilegien, Homophobie, institutionelles Versagen wie von der Polizei, all das, was dazu führte, dass Jeffrey Dahmer 13 Jahre lang unentdeckt morden konnte. Denn die Nachbarn haben die Polizei mehrere Male gerufen, weil er ihnen aufgefallen ist. Hören Sie, der Gestank ist so schlimm wie noch nie. Ist er das? Naja, ich hatte dieses Fleisch, das schlecht geworden ist. Die Polizei nahm die Aussagen aber nicht ernst und hat die Notrufe einfach ignoriert. Wenn Sie uns ständig anrufen, woher sollen wir dann wissen, wann es ein Notfall ist? Der Notruf ist für Notfälle, okay? Ich hab Ihnen gesagt, dass da jemand umgebracht wird. Verstehen Sie das nicht? Gab ja auch nichts zu beanstanden. Ich meine, er hat ja seine Nachbarn anscheinend auch super mit Sandwiches versorgt. Mit Fleisch. Vermutlich Menschenfleisch. I have eaten a sandwich from you. I have probably eaten someone's body part. How dare you do this to me? Ja. Diese Serie, die gerade so krass gefeiert wird, wird von den Angehörigen hart kritisiert. Rita Isbell ist die Schwester von Errol Lindsay, einem Opfer von Dahmer. Sie hat damals vor ihm im Gerichtssaal eine Aussage darüber abgegeben, wie sich seine Taten auf ihr Leben ausgewirkt haben. Und genau diese Szene, dieser Nervenzusammenbruch, wurde in der Netflix-Serie nachgestellt und zwar wirklich 1:1. In einem Interview sagte sie, ich habe das Gefühl, dass Netflix uns hätte fragen sollen, ob es uns stört oder wie wir uns dabei fühlen. Sie haben mich gar nicht gefragt, sie haben es einfach gemacht. Auch ihr Cousin twitterte, dass seine Familie von der Sendung erfuhr, als alle anderen es taten und bezeichnete die 1:1 Nachstellung seiner Cousine im Gerichtssaal als retraumatisierend. Die Schauspielerin, die sie verkörpert, hat dazu gesagt, dass sie dankbar sei, dass die Opfer von Dahmer nicht nur nachträglich erwähnt wurden, sondern dass verstärkter Fokus auf ihrer Menschlichkeit und ihren Perspektiven in dieser Serie lag. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so wahrgenommen habt. Dazu muss man sagen, Netflix war rechtlich gesehen nicht dazu verpflichtet, die Angehörigen zu fragen und um deren Erlaubnis zu bitten oder so, aber viele, die die Serie gesehen haben und die Familien, um die es in der Serie geht, die kritisieren, dass sie das aus moralischen und ethischen Gründen hätten machen müssen. Außerdem beschwert sich die Mutter eines Opfers, dass die Serie nicht alles so darstellen würde, wie es wirklich passiert ist. Eric sagte außerdem, dass die Hinterbliebenen der Opfer auch keine Entschädigung von Netflix bekommen würden, was seiner Meinung nach dem eigentlich beworbenen Ansatz der Serie widerspricht. Ziel soll ja eigentlich gewesen sein, dass die Würde der Opfer an erster Stelle steht. Und auch Rita stimmt dazu, wenn die Show ihnen in irgendeiner Weise zugute käme, würde es sich nicht so hart und nachlässig anfühlen. Es ist traurig, dass sie mit dieser Tragödie nur Geld verdienen wollen. Das ist einfach nur Gier. Und dazu gibt es übrigens jetzt auch eine Petition, die fordert, dass Netflix sich bei den Familien der Opfer entschuldigt und den Profit aus der Show spenden soll.
Jetzt kommen wir zu einer richtig verstörenden Sache. Denn Jeffrey Dahmer hat seine Taten immer wieder fotografiert und Polaroids gemacht. Er selbst behauptete, dass er die Opfer in verschiedenen Phasen der Ermordung fotografiert hat, um sich an das Erlebnis später besser erinnern zu können. It was my way of remembering their appearance, their physical beauty. If I couldn't keep them there with me whole, at least I felt that I could keep their skeletons. Als er gefasst wurde, fand man in seiner Wohnung eine Gefriertruhe mit menschlichen Körperteilen und Totenschädeln und diese Polaroids und auch Fotos von den Leichen kann man jetzt auch im Internet ziemlich easy finden. Auf TikTok sieht man zwar nicht direkt die originalen Fotos, sondern eher die Reactions darauf, aber man findet auch Videos mit genauen Anleitungen, wo man diese originalen Bilder unzensiert sehen kann. Why? Was bringt es einem, diese verstörenden Bilder zu sehen? Ich komme da gar nicht drauf klar. Ich blende es jetzt mal nicht ein, weil ernsthaft, wer will sowas sehen? Wie krass respektlos ist das bitte gegenüber den Opfern und Angehörigen? Und diese Reactions sind auch völlig absurd meiner Meinung nach. Manche sind schockiert und warnen davor und sagen, dass sie davon traumatisiert wurden, laden das aber trotzdem natürlich als TikTok hoch. Andere sind eher gelangweilt, weil zerstückelte Leichen, no biggie, ist auch ein cooler Flex, finde ich. Richtig cool. True Crime Hype hin oder her, die Verharmlosung von Gewalt ist ziemlich problematisch. Das Ding ist, noch nie hatte Jeffrey Dahmer eine so große mediale Aufmerksamkeit wie jetzt. I mean, er ist mehr oder weniger zu einem Meme geworden. Angehörige der Opfer sagen auch, dass wir mittlerweile alle nur ein traumatisches Erlebnis davon entfernt sind, um zur Lieblingsserie unserer Nachbarn zu werden. And I can see that. Kommen wir zum zweiten Beispiel, Blonde. Ein Film über das Leben von Marilyn Monroe, beziehungsweise eigentlich nicht wirklich. Biopics kommen ja aktuell wirklich sehr gut an und Marilyn Monroe ist bis heute ein Phänomen, eine Ikone geblieben, die wirklich so gut wie jeder von uns kennt und irgendwie irgendwo gesehen hat. Also eigentlich eine vielversprechende Kombination, aber leider konnte der Film vielen Erwartungen nicht so wirklich gerecht werden. Es gibt mittlerweile so viele Kritiken und Reaktionen zu diesem Film und da scheiden sich definitiv die Geister. Was mich am allermeisten überrascht hat, es ist gar kein Film über ihre Biografie, auch wenn ich finde, dass es auf den ersten Blick schon so rüberkommen kann. Wobei man sagen muss, dass auf Netflix schon steht, dass es ein fiktionales Porträt und eine Neuinterpretation ist, für die, die das Kleingedruckte lesen. Trotzdem kommt es bei vielen als Biopic rüber, was es halt nicht ist. Der Film basiert nämlich komplett auf dem Roman Blonde von Joyce Carol Oates und die Autorin hat schon immer betont, dass das Buch eine fiktionale Interpretation über Marilyn Monroes Leben ist. Für 2 Stunden und 45 Minuten, ich habe es in 1,5-facher Geschwindigkeit geschaut, sieht man Norma Jean Baker, die Person hinter der Figur Marilyn Monroe, sich quälen, weinen, schlecht fühlen und missbraucht werden auf alle möglichen Arten. Ist jetzt nicht so der typische Blockbuster mit Handlung, Story, Kontext, sondern es ist eher künstlerisch erzählt und springt von einer traumatischen Szene zur nächsten. Und dass die übrigens auch sehr oft nicht nur ziemlich nackt, sondern auch sehr gewaltvoll und explizit gezeigt werden, sagt einem spätestens, dass der Film ab 18 ist. Diese Beschränkung haben übrigens nur sehr wenige Filme auf Netflix, Horrorfilme wie Saw zum Beispiel. Und ehrlich gesagt, ich kann es so ein bisschen verstehen, weil ihr Leben wird hier schon auch gefühlt als Horrorfilm inszeniert. Einmal sieht man zum Beispiel einen Shot direkt aus ihrer Vagina heraus, während sie eine gezwungene Abtreibung erlebt. Ich musste das jetzt nicht so unbedingt sehen, aber okay. Zu den Abtreibungsszenen kommen wir gleich nochmal. Erstmal vielleicht eine kurze Zusammenfassung mit Spoilern für alle, die ihn nicht gesehen haben und vielleicht auch nicht sehen möchten. Es fängt an mit ihrer psychisch kranken Mutter, die Marilyn versucht umzubringen. Man sieht Vergewaltigungen und wie ihr Ehemann sie schlägt, wie sie immer wieder sexualisiert wird, wie sie dann alles durch einen Alkohol- und Drogenschleier erlebt. Am Ende wird sie noch von dem damaligen Präsidenten John F. Kennedy missbraucht und nimmt sich dann das Leben. So ganz grob. Und was immer mitschwingt, ist die Geschichte rund um ihren Vater, den sie nie kennengelernt hat und den sie ihr ganzes Leben lang gesucht hat. Und aus diesem Komplex heraus nennt sie auch alle Ehemänner ständig Daddy. Es ist nicht alles tragisch. Es gibt zum Beispiel eine einzige einvernehmliche Liebes- bzw. Sexszene, die auch sehr explizit gezeigt wird, by the way. Und das ist eine ausgedachte Dreierbeziehung. Macht mit dieser Info, was ihr wollt. Was die Vergewaltigungen beispielsweise durch John F. Kennedy angeht, dafür gibt es einfach absolut keine Hinweise. Es soll aber andere Vorfälle gegeben haben. Ihre familiäre Situation und ihre Ehe waren problematisch, das stimmt. Und was auch stimmt, dass sie oft auf ihr Äußeres reduziert wurde und ihre schauspielerischen Fähigkeiten nicht ernst genommen wurden. Und dass sie nicht immer zuverlässig und professionell gearbeitet hat, soll auch stimmen, sagt zum Beispiel ein Schauspieler, der mit ihr zusammengearbeitet hat. Und das Ende ihres Lebens stimmt auch, denn der Drehort für die Szene war sogar der tatsächliche Ort, an dem Norma Jean Baker mit 36 Jahren gestorben ist. Es wird davon ausgegangen, dass sie sich selbst das Leben genommen hat. Diese letzte Szene fanden übrigens auch einige ein bisschen respektlos. Einige Quellen sagen, dass sie Kinder wollte und Fehlgeburten hatte und es keinen Beweis gibt, dass sie eine hat durchführen lassen. Andere sagen, dass das nicht ausgeschlossen werden kann, weil das in der Zeit damals gar nicht so unüblich war, dass das die Studios von einer erfolgreichen Schauspielerin verlangt haben. Aber es geht vielen vor allem darum, wie die Dinge erzählt wurden und was alles nicht erzählt wurde.
Auf Social Media war die Kritik sehr schnell sehr laut. Before anybody comes at me and says, this is based on a fictional book, it doesn't matter. Celebrities already have an issue with fabricated stories being told about them. So now imagine you pass away and there's an entire movie of fabricated stories being told about you. This film is nothing but an offensive caricature of an incredibly sad, infantilized, yet hypersexualized blow-up doll, the exact kind of caricature that Marilyn hated when she was alive. It strips her of her identity, her personhood, her humanity, and continues to exploit her even past her last breath. Und auch die Kritik auf Twitter kann man zusammenfassen in: Es ist ein frauenfeindlicher Traumaporno, der Marilyn Monroe objektifizieren und leiden sehen will, obwohl Marilyn sehr viel mehr war als das. Aber die Schauspielerin Ana de Armas war sehr toll. Nein, es gibt auch andere Dinge, die gut ankamen und gelobt wurden. Zum Beispiel, dass der Film visuell so viele Szenen richtig gut getroffen hat. Ich meine, schaut euch mal diesen Vergleich an. Optisch ist es wirklich sehr nah dran, oder? Ein größerer Kritikpunkt ist, wie die Schwangerschaftsabbrüche dargestellt wurden, denn viele hatten das Gefühl, dass da eine sehr starke Anti-Abtreibungs-Message mitschwingt. Und I can see that. Sie wird in dem Film am Anfang ihrer Karriere zu einer Abtreibung gezwungen, um eine Rolle anzunehmen. Sie bereut es und der Gedanke verfolgt sie lange. Bei der Premiere zu dem Film sagt sie dann zum Beispiel das hier. Hast du dein Kind umgebracht? Aber mit die problematischste Szene war, als sie dann nochmal schwanger wird und dann ein CGI-Fötus zu ihr spricht. Aber dieses Mal tust du mir nicht weh. Zu diesen Szenen hat sich auch Planned Parenthood geäußert, eine amerikanische Non-Profit-Organisation, die sich für die Rechte auf Abtreibungen und Aufklärung und medizinische Versorgung einsetzt. Eine Vertreterin sagt in einem Statement dem Hollywood Reporter dazu, dass es wichtig sei, dass Abtreibungen in Kunst und Medien medizinisch korrekt und authentisch dargestellt werden. Ein sprechender, weit entwickelter Fötus, der um Schutz bittet und Emotionen äußert, soll viel dazu beitragen, Frauen und ihre Schwangerschaftsabbrüche zu stigmatisieren. Also ziemlich problematisch. In einem Interview hat der Regisseur Andrew Dominik zu diesen Anschuldigungen übrigens gesagt, dass er nicht glaubt, dass der Film als Anti-Abtreibungsfilm bezeichnet worden wäre, wenn er zum Beispiel 2008 erschienen wäre. Und wahrscheinlich wird sich auch in 4 Jahren niemand drum kümmern. Also er sagt quasi, dass das mit den aktuellen politischen Entscheidungen zusammenhängt, die in den USA passieren und es die Leute nur deswegen jetzt stört. Er sagt auch, dass die Leute sehr beschützend gegenüber Marilyn Monroe seien und das seiner Meinung nach auch der Grund ist, warum sie überhaupt gestorben ist. Heftige Aussage. Auch in anderen Interviews hat der Regisseur ein paar Sachen gedroppt, die für viele Diskussionen gesorgt haben. Und durch viele dieser Aussagen, in der er sie teilweise einfach beleidigt hat, ist bei einigen der Eindruck entstanden, dass hier jemand einen Film über Marilyn Monroe gemacht hat, der sie als Person und ihre Arbeit nicht großartig mag. Obwohl er in einem Interview mit Netflix gesagt hat, dass er zwar vor der Arbeit an diesem Film kein Fan war, dann aber ein ganz anderes Bild von ihr bekommen hat. Er sagt, er liebt sie und besucht ihr Grab regelmäßig und findet es heftig, wie sie auch nach ihrem Tod weiter belästigt wird. Weil, yep, that's a thing. Manche verteidigen den Film auch und sagen, dass der Film als Kunstwerk betrachtet werden muss oder eben die 50er abbildet und das eben damals so abgelaufen sei. Und dass der Regisseur den Male Gaze eigentlich kritisieren möchte, unter dem Marilyn Monroe ihr Leben lang gelitten hat. Aber auf der anderen Seite kritisieren viele, dass er sie genau durch diesen Male Gaze inszeniert. Aber Filme sind ja immer krasse Interpretations- und Geschmackssache, deswegen schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Film wahrgenommen habt. Ist das Kunst? Oder kann das weg? Und es ist natürlich prinzipiell nicht verboten, eine fiktive Horrorversion ihres Lebens zu erzählen, aber ich glaube, viele haben sich einfach ein bisschen was anderes gewünscht. Zum Beispiel einen Film, der nicht auf ausgedachten Geschichten, sondern eher auf ihren eigenen Worten beruht. Wusstet ihr zum Beispiel, dass sie selbst Gedichte und eine Autobiografie geschrieben hat? Eine Autobiografie, keine Autobiografie. Oh, es geht nicht um Autos. Ich kann euch jetzt keine komplette, vollständige Autobiografie von Marilyn Monroe erzählen, weil das unmöglich ist. Was man aber, finde ich, nach diesem Film wissen sollte, Marilyn war nicht nur das blonde Sexsymbol, sondern hat mit diesem Image auf der einen Seite gespielt und auf der anderen Seite gekämpft, als mehr als das angesehen zu werden. Sie hat zum Beispiel einen Artikel mitverfasst, in dem es um ihre sexuelle Ausbeutung und Belästigung und die problematische Casting-Couch ging, als eine der ersten größten Hollywood-Stars, lange vor der MeToo-Bewegung. Ziemlich fortschrittlich für die 50er Jahre, oder nicht? Sie hat sich zum Beispiel auch für andere Frauen eingesetzt und der Regisseur wurde außerdem gefragt, warum wir zum Beispiel nicht die Marilyn sehen, die sogar ihre eigene Produktionsfirma gegründet hat und sich politisch engagiert hat. Seine Antwort darauf war, darum geht es halt nicht in dem Film, es geht um eine Person, die sich am Ende umgebracht hat und der Film will verstehen, wieso. Nicht um ihr langanhaltendes Erbe, nicht um ihre Stärke, das interessiert ihn nicht so. Ist ja auch ein bisschen langweilig, ne? Das ist so 2022.
Und ja, von dem, was man weiß, waren viele Dinge und somit auch das Ende von Marilyn Monroes Leben sehr tragisch. Aber eben nicht nur. Dass ihre Geschichte, ihr Image und Name sehr viel wert sind und immer noch für Aufmerksamkeit sorgen, das weiß Netflix natürlich. Sie war 2020 zum Beispiel auf Platz 13 der toten Stars, die am meisten verdient haben, laut Forbes. Yep, auch das ist ein Ding. Und die Vermarktungsrechte liegen bei einer Frau, die Marilyn Monroe nie getroffen hat. Krass, oder? Und sie hat eben leider keine Nachkommen, die sich über irgendwas beschweren könnten, was mit ihrem Namen oder Image heute gemacht wird. Sowohl Dahmer als auch Blonde haben viele Leute auf unterschiedlichste Weisen aufgeregt. Diese Aufforderung, beides nicht anzuschauen, um Netflix damit zu zeigen, dass das nicht das ist, was die Leute sehen wollen, hat über 80.000 Likes bekommen. Dieser Tweet sogar über 95.000. Aber zu der Wahrheit gehört auch, dass beide Verfilmungen die Netflix-Charts dominiert haben und es immer noch tun in diesem Augenblick. Und das war wahrscheinlich ziemlich berechenbar. Beide Geschichten sind nämlich die x-ten Nacherzählungen und Neuverfilmungen von echten Todesfällen, die die Leute, seitdem sie passiert sind, immer wieder faszinieren. Jason Ruiz ist Dozent an der University of Notre Dame und beschäftigt sich unter anderem mit Repräsentation, Popkultur und Netflix und sagt in einem Interview dazu: Es ist ein interessanter Moment in den Medien, denn die Zuschauer scheinen einen unersättlichen Appetit zu haben auf Filme und Serien, die den Anspruch erheben, auf wahren Verbrechen zu beruhen, und gleichzeitig fühlen sich einige unwohl bei der Ausbeutung von Gewalt und Traumata auf einer Plattform wie Netflix. Und das stimmt, der True Crime Hype ist auf jeden Fall real, also es gibt so viele Serien, Filme, YouTube-Videos, Dokumentationen und Podcasts dazu wie noch nie. Es gibt jetzt nicht super viele wissenschaftliche Studien oder Umfragen zu dem Thema, aber die wenigen, die es gibt, sagen darüber zum Beispiel, dass man sich True Crime Podcasts aus 3 Gründen anhört: Unterhaltung, Bequemlichkeit und Langeweile, dass sich im Vergleich überdurchschnittlich viele Frauen für das Genre interessieren und dass man sich am meisten für die echten oder konkreten Verbrechen interessiert. Eine Theorie, warum sich vor allem Frauen dafür interessieren, ist übrigens, weil Frauen mehr Angst haben könnten, Opfer von Verbrechen zu werden und deswegen sich stärker damit beschäftigen. Auch wenn die Realität anders aussieht, by the way. Denn die meisten Opfer von Kriminalverbrechen sind männlich und der gefährlichste Ort für Frauen ist das eigene Zuhause. Was man aktuell sieht, beim Streamen von solchen Geschichten vergessen wir oft die Opfer und deren Angehörige. Vielleicht sollten wir mehr über moralische und ethische Grenzen nachdenken, nicht nur, wenn es um Produktionen geht, sondern auch, wenn es um unser eigenes Verhalten geht. Ich meine, es gibt Leute, die aktuell sowas schreiben wie: Ich wünschte, dass Jeffrey Dahmer noch am Leben wäre, dann würde ich ihm Briefe ins Gefängnis schicken. Oder Jeff war ein guter Mann, deswegen hat er seine Opfer schnell umgebracht, damit sie keine Schmerzen spüren. Ich habe geweint, als er gestorben ist. Und aktuell gibt es zu Jeffrey Dahmer mega viele Videos, die zeigen, wie seine Beziehung zu seinen Opfern romantisiert wird. Wie ist das möglich, dass so viele Mitleid mit Jeffrey Dahmer haben, nachdem sie gesehen haben, wie er seine Opfer brutal ermordet hat und dann ihre Organe gegessen hat? Sind wir so ein bisschen abgestumpft? Auch Netflix hat hier eine Verantwortung, der sie immer wieder nicht gerecht werden. Es gibt nämlich noch andere Beispiele. Bei The Ripper ging es zum Beispiel um eine Mordserie in England. Die Netflix-Dokumentation hat sich zwar hauptsächlich mit den Opfern und den Überlebenden beschäftigt und ihnen eine Stimme gegeben, aber die Serie wurde dann unter einem anderen Namen veröffentlicht. Und unter dem Namen hätten die Angehörigen gar nicht mitgemacht, weil der Name The Ripper sie krass traumatisiert hat. Oder auch nach einer weiteren Netflix-Dokumentation zum Serienmörder Ted Bundy äußerte sich eine Freundin von einem Opfer. Ich frage mich, ist es wichtig, diese Geschichten immer und immer und immer wieder neu zu erzählen und die Menschen immer wieder zu retraumatisieren? Oder wenn Netflix schon was dazu produziert, dann warum gibt man nicht wenigstens irgendwas zurück? Ich habe dazu übrigens Netflix ein paar Fragen gestellt und um ein Statement zu den Kritiken und Verfilmungen gebeten, aber bisher keine Antwort bekommen. Und ich kann verstehen, dass man sich wünscht, dass diese Geschichten und Menschen dahinter nicht vergessen werden, aber ich frage mich auch, ob es wirklich Netflix-Verfilmungen dafür braucht oder ob es mehr um den Unterhaltungs- und Sensationsfaktor geht. Aber immerhin kann man an den Reaktionen mittlerweile sehr gut sehen, dass immer mehr Menschen schon auch wissen wollen, wer dann von diesen Erzählungen der traumatischen Geschichten wie profitiert. Und sowohl bei Blonde als auch bei Dahmer waren das weder die Hinterbliebenen noch sonst irgendwer, der irgendwas mit diesen Fällen zu tun hat oder sich großartig um das Erbe kümmert. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu Blonde oder Dahmer in die Kommentare und ob ihr die Neuverfilmungen gebraucht hättet oder eher nicht. Und wenn ihr eine persönlichere Nachricht zu diesem Thema nicht so öffentlich teilen wollt, dann könnt ihr uns übrigens auch bei WhatsApp schreiben. Warum wir uns übrigens gerne belastende Serien anschauen, das checkt ihr in diesem Video mit Aurora ab und hier kommt ihr zu einem Video, wo wir uns das Pretty Privilege von Serienmördern genauer angeschaut haben. Gerade bei so schweren Themen helfen uns übrigens Daumen nach oben und ein Abo sehr, falls noch nicht gemacht, also bitte jetzt nachholen. Dankeschön und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bye!